Hallo lieber Peter, schön, dass du erneut bei unserem Camp mitmachst. Ja, die Kinder waren auch wieder froh, dich zu sehen. Altes, bekanntes Gesicht. Wir sind immer wieder froh, dich in unseren Reihen begrüßen zu dürfen, dass du dein Wissen mitteilst, vor allem mit den Jungs. Das ist ja Ziel des Ganzen. Du hast ebenfalls einen Workshop diesmal vorbereitet bzw. mit den Kindern durchgeführt. Erzähl doch mal bitte kurz, was waren deine Ziele bzw. wie lief das Workshop ab mit den Kindern? Ja, herzlichen Dank für die Einladung mal wieder erneut. Macht immer wieder Spaß, bei euch hier mitarbeiten zu dürfen. Total spannend, coole Jungs, mit denen man wirklich gut arbeiten kann. Diesmal habt ihr auch eine größere Gruppe gehabt, deswegen auch dieser Workshop, den ich vorbereitet habe. Für mich ist es wichtig, in so einem Workshop gar nicht irgendwie sich hinzustellen und irgendwas 30 Minuten lang zu erzählen, sondern interaktiv so zu machen, dass ich viel von den Jungs mitbekomme, dass ich viel von den Spielern erfahre, weil ich finde, das ist ähnlich wie immer eigentlich, es geht immer um die Masse und die Masse sind halt die Spieler, ne? Das sind die am meisten sind und die sind das Wichtigste. Deswegen war es mir wichtig, so ein bisschen herauszubekommen, was für Interessen die haben, aber vor allen Dingen auch was für die der Fußball bedeutet. Also was ist für die Leistungsfußball zum Beispiel war eine Frage, was sind die Stärken, Schwächen und natürlich halt auch, was sie bewirken wollen, in dem, was sie halt ja, hier machen, was sie hier trainieren und wo sie sich verbessern wollen. Das ist halt manchmal gar nicht so einfach, wenn man wirklich in sich gehen muss und das so ein bisschen erzählt und damit man sich einfach ein bisschen besser kennenlernt mit einigen Spielern, die ich noch nicht kannte. So eine ganz klassische Frage, was war denn dein schönstes Fußballerlebnis, was du erlebt hast? Und da kann man sehr viel erfahren von den Spielern, was sie so sagen. Ja, super, vielen Dank. Ja, ich habe schon von einigen Kindern auch gehört, dass das ja, super war, also ein super Feedback bekommen in den Reihen der Kinder. Und ja, was ich als nächstes gerne fragen würde, wenn ihr in der Viktoria Fußballschule, sag ich mal, tätig seid, vor allem du als Trainer dann auch, da habt ihr definitiv noch mehr Kinder. Habt ihr da gewisse Unterschiede an Übungen, beziehungsweise was bringt ihr da anderes rein, beziehungsweise macht ihr da auch Workshops? Wie sieht dann so ein Kindercamp bei Viktoria Fußballschule aus mit fast 200 Kindern und im Vergleich zu jetzt mit 50 Kindern? Ja, natürlich, die Anzahl ist natürlich dann schon gewaltig, doppelt so viel wie hier. Das heißt, es bedarf einer guten Koordination und Planung. Was wir natürlich dann machen, wir haben natürlich mehr Trainer eingeladen aus dem NLZ, die dann natürlich einfach ja, ihre Trainingseinheiten oder Inhalte vorbereiten. Wir teilen das dann auf in Gruppen. Es gibt Schwerpunkte, die nach den Tagen dann ja, sortiert sind zwischen Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Und dann ist einfach natürlich klar, dass man so ein bisschen die Inhalte, die man da hat, Dribbling, Passen, all diese technischen Schwerpunkte, die teilen wir dann auf. Und dann wird das eben geteilt, so ein bisschen auch in Spielformen, mit Vormittags, Nachmittags, mit Endrunden. Und dann bilden wir das Ganze so ab, dass wir natürlich das gut ja, planen können für alle und dass jeder mal bei jedem Trainer war mit unterschiedlichen Stationen. Peter, vielen lieben Dank für deine Worte und für deine Anwesenheit. Wir freuen uns in Zukunft weiterhin mit dir das Camp durchzuführen oder die Camps durchzuführen. Bleib gesund, mein Lieber. Wir sehen uns beim nächsten Camp. Danke dir, viel Spaß euch. Bis dann, ciao, ciao.